Willkommen, meine lieben Mystery-Freunde da draußen. Meine lieben Freunde, gab es vor den Menschen vielleicht schon einmal eine sogenannte Hochkultur, die dem Menschen vielleicht sehr ähnlich war? Nun ja, wer weiß, vielleicht hat eine gewisse Rasse überlebt und versteckt sich vor uns und lebt vielleicht sozusagen in unterirdischen Gängen oder Höhlensystemen. Vielleicht ist es ja auch so, dass einige sich getarnt unter den Menschen aufhalten. Wer weiß, da gibt es ja unzählige Berichte. Und der Mount Shasta scheint ein sehr interessanter Ort zu sein, wenn es um solche Arten von Kreaturen, Reptiloiden geht. Der Mount Shasta liegt an der südlichen Spitze der riesigen und bergigen Cascade Range, die Teile von British Columbia, Kalifornien, Washington State und Oregon umfasst. Er ist ein riesiger, alles beherrschender Gipfel, der 4322 Meter hoch ist und der fünfthöchste Berg im Golden State ist und seit etwa 5000 vor Christi in unterschiedlichem Ausmaß von der menschlichen Zivilisation bewohnt wurde. Es ist auch ein Berg, der von mysteriösen, unheimlichen und sehr alten Dingen durchdrungen ist. Die Überlieferungen der amerikanischen Ureinwohner des Klamath-Stammes erzählt, dass vor tausenden von Jahren eine gewaltige und turbulente Schlacht zwischen Liao, der Gottheit der Unterwelt, und Skell, dem Himmelsgott der Klamath, stattfand. Dem Volksglauben zufolge fand Liao einen Weg, die schreckliche Unterwelt durch ein Portal im Mount Mazama zu verlassen, und es gelang ihm, zu den Sternen zu reisen, wo Skell wohnte, was eine offene, feindselige Konfrontation auslöste. Als Liao daraufhin nach Mazama zurückkehrte, stieg auch Skell vom Himmel zum Mount Shasta hinab, und ein schrecklicher Krieg begann. Der gewaltsame Konflikt zwischen den Göttern war so zerstörerisch und donnernd, dass der Mount Mazama ausbrach, und das entstand, was heute als Kratersee berühmt ist. Zur Strafe dafür, dass er es gewagt hatte, Skell in einen kosmischen Kampf herauszufordern und besiegt worden war, wurde Liao in die dunkelsten Tiefen der Unterwelt verbannt. Die Hopi-Legende erzählt von einer Rasse echsenartiger Menschen, die vor tausenden von Jahren 13 unterirdische Städte an der Pazifikküste erbaut haben, von denen eine in den Höhlen des Mount Shasta liegen soll. Dann gibt es noch die Miwok und die Siskiyou-Indianer, deren Volksglaube besagt, dass nicht Echsen, sondern unsichtbare Menschen das Gebiet durchstreifen, sowohl über als auch unter der Erde. Vor mehr als einem Jahrhundert legten italienische Siedler, die in die Vereinigten Staaten gezogen waren und in der Steinmetzbranche arbeiteten, den Grundstein für eine bald florierende katholische Gemeinde am Mount Shasta. Und im Jahre 1970 wurde ein buddhistisches Kloster gegründet und bietet Besucher und Schülern nach wie vor eine Fülle von Daten und Lehren zu allen buddhistischen Themen. Mount Shasta ist nicht nur ein Zufluchtsort für eine ganze Reihe religiöser Lehren und Glaubensrichtungen, sondern auch, wie sich bald herausstellen wird, das Reich von Bigfoot und, wie der weit verbreitete Glaube nahelegt, die letzten Überreste einer mächtigen, berühmten Rasse legendärer Menschen, die einst den Planeten beherrschten. Sie waren als Lemurianer bekannt und sollen ein heute versunkenes Land bewohnt haben, das möglicherweise irgendwo im Pazifik oder im Indischen Ozean liegt. Obwohl das Volk von Lemuria schon vor Jahrtausenden seinen Höhepunkt erreicht haben soll, erregten sie erst im späten 19. und 20. Jahrhundert ihre Aufmerksamkeit auf sich. Die Geschichte ist in der Tat ein brodelnder Kessel voller Seltsamkeiten. In den 80er Jahren behauptete Helen Blavatsky, einen uralten Text von geheimnisvollem Ausmaß gesehen zu haben, der angeblich aus der Zeit und dem Volk von Atlantis stammte. Er trug den Titel Das Buch Zian und wurde mit paranoiden Eifer von einer mächtigen und uralten Bruderschaft gehütet. Als Ergebnis ihres Kontakts mit dem alten und mächtigen Buch und während sie in Tibet esoterische Überlieferungen studierte, entwickelte Blavatsky einen bemerkenswerten Rahmen in Bezug auf die Lemurianer und einen Glauben an sie, der schließlich bis ins Herz des Mount Shasta selbst führte.
Nach Blavatsky Erkenntnisse waren die Lemurianer die Art von Menschen, für die die Redewendung einmal gesehen, nie wieder vergessen, zu Recht erfunden worden sein könnte. Sie waren etwa 2 Meter groß und eierlegende Zwitterwesen, die zwar geistig nicht übermäßig entwickelt, aber geistig weit fortgeschrittener als ihre Vorfahren waren. Wie Blavatsky beschrieb, waren die Lemurianer die 3. Wurzelrasse von insgesamt 7, die schließlich von entsetzten und verärgerten Göttern vernichtet wurden, nachdem sie, die Menschen von Lemuria, sich der Bestialität zuwandten und damit ihren Untergang besiegelten, etwa 12.500 vor Christi. Aber die Götter waren mit dem Leben auf der Erde noch nicht fertig. Schon bald machten sie sich daran, eine 4. Wurzelrasse zu erschaffen, die ebenso legendäre Atlanter. Als die Götter mit der Erschaffung einer neuen Rasse begannen, ahnten sie nicht, dass einige Lemurianer der Zerstörung entkamen und sich heimlich auf den Weg zu einem bestimmten Berg in der Kaskada machten. Die Offenbarung Blavatsky wurde in erheblichem Maße von einem britischen Theosophen namens William Scott Elliot weiter ausgearbeitet. Ebenfalls kurz nach Blavatsky und nur 6 Jahre vor Beginn des 20. Jahrhunderts beendete ein Teenager namens Frederick Spencer Oliver die Arbeit an seinem Buch Ein Bewohner auf 2 Planeten. Das Buch, das 1905, 6 Jahre nach Olivers früherem Tod veröffentlicht wurde, löste einen Feuersturm der Kontroverse aus, weil es behauptete, dass die Lemurianer eine gemeinsame Abstammung mit den Atlantern hätten und dass jene Lemurianer, die dem vernichteten Zorn der Götter entkommen waren, ihren geheimen und kollektiven Weg zum Mount Shasta gemacht hätten. Und sie lebten nicht nur auf dem Berg, sondern auch tief in seinem Inneren, in geheimen, höhlenartigen Tiefen, zu denen man, so Oliver, Zugang haben könne, wenn man nur die spezifischen und geheimen Eingangspunkte der Vergangenheit kenne. Sollte man auf dem Mount Shasta jemals einer hochgewachsenen, weißgewanderten Gestalt begegnen, so Oliver, sei es so gut wie sicher, dass es sich um einen Lemurianer handelt. Nun wird man sich auch die Frage stellen, woher genau wusste Oliver das alles? Nun, er behauptete, in Kontakt mit einem Wesen gestanden zu haben, das sich Pilus da die Peter nannte. Pilus, dessen umstrittene Taten Oliver durch einen Geist-zu-Geist-Prozess bekannt als Channeling übermittelt wurden, soll eine Reihe von Leben oder Inkarnationen gelebt haben. Eine als Lemurier und eine andere als Atlanter. Pilus behauptete auch, als Walter Person reinkarniert zu sein, ein Goldsucher, der behauptete, er habe einen riesigen Tempel im Inneren des Mount Shasta gesehen. Es handelt sich um ein Bauwerk, das praktisch aus Gold, Silber, Kupfer, wertvollen Erzen und unbezahlbaren Stein gebaut zu sein schien und das heute sicherlich Bilder und Abenteuer im Stil von Jäger des verlorenen Schatzes hervorrufen würde. So merkwürdig und erfunden diese Geschichte von Oliver auch klingt, sie wurde von einem anderen Goldsucher, C.G. Brown, unterstützt, der im Jahre 1904 eine sehr ähnliche Struktur tief im Inneren des Berges gesehen haben will. Doch Brown hatte noch eine weitere Offenbarung. Auf dem Boden des Tempels lagen die gealterten Skelette zahlreicher gigantischen Humanoiden verstreut, eine Rasse uralter Giganten. Verblüfft und verängstigt verließ Brown den Tempel und sprach jahrelang mit niemandem über den Tempel oder seinen erstaunlichen Inhalt. Merkwürdigerweise verschwand Brown jedoch Jahrzehnte später, nachdem er von dem verborgenen Reich geradezu besessen war und seine Geschichte öffentlich gemacht hatte, am Vorabend dessen, was seine ultimative Suche nach Aladins Höhle der Geheimnisse werden sollte. Er wurde nie wieder gesehen. Genau wie jene abenteuerlustige Seelen, die in den 20er und 30er Jahren behaupteten, ähnliche riesige Skelette und eine goldene Stadt unter dem kalifornischen Death Valley entdeckt zu haben.
Die nächste Entwicklung von wirklicher Bedeutung in der seltsamen Sage der Lemurianer von Mount Shasta begann in den 30er Jahren, als ein Mann namens Guy Warren Ballard zusammen mit seiner Frau Edna das schuf, was als die Ich-Bin-Aktivität bekannt wurde. Der in Iowa geborene Ballard, der im Ersten Weltkrieg beim US-Militär diente und später als Bergbauingenieur arbeitete, erzählte eine Geschichte, die ebenso faszinierend wie unbestreitbar kontrovers war. Als jemand, dessen Leben und Glaubenssystem sowohl von okkulten Lehren als auch von Theosophie durchdrungen waren, behauptete Ballard, dass er 1930 beim Wandern auf dem Mount Shasta dem Grafen von Saint-Germain begegnete, einem Alchemisten aus dem 18. Jahrhundert, der angeblich die Geheimnisse der Unsterblichkeit gelüftet hatte. Der Graf wurde unterschiedlich beschrieben als der wandernde Mensch, der Jesus Christus auf dem Weg zur Kreuzigung verhöhnte und als Strafe Gottes ewig bis zum jüngsten Gericht auf Erden wandeln musste. Während dieses Erlebnisses auf dem Mount Shasta gab der rätselhafte Graf Ballard zahllose Informationen über die künftige positive Rolle, die die Vereinigten Staaten bei der Einleitung einer neuen Ära für die Menschen auf der Erde spielen würden, sowie seine persönliche Wissen über die sogenannten aufgestiegenen Meister preis. Letzter, so die festen Überzeugung der Ich-Bin-Aktivität, waren einst Menschen von historischem Ruhm und großem Einfluss, darunter Jesus Christus. Nach ihrem physischen Tod erzählten Ballard seinen Anhängern, dass die aufgestiegenen Meister in übernatürlichen Form existierten, aber bestimmte Menschen auf der Erde, die eine wichtige Rolle in der Zukunft der Erde zu spielen hatten, Worte tiefer Weisheit vermitteln würde, darunter natürlich auch Guy und Edna Ballard. Und dass Ballard lautstark behauptete, die Wiederverkörperung von George Washington zu sein, flachte das kontroverse Feuer, das ihn zu umgeben schien, nur noch weiter an. Es ist unnötig zu erwähnen, dass die Ich-Bin-Aktivität und die Familie Ballard Gegenstand zahlreicher Debatten waren. Viele in den lokalen Medien hielten das Ganze für einen großen Betrug, der dem Paar eine Menge Geld von leichtgläubigen Seelen sichern sollte, die bereit waren, ihr hart verdiente Löhne und Ersparnisse für die seltsame Sache zu spenden. Und die Tatsache, dass viele der ursprünglichen Mitglieder der Gruppe auch Mitglieder einer fast faschistischen Organisation namens Silberne Legion waren, trug noch mehr dazu bei, die Debatte anzuheizen. Die Silberlegion, deren Mitglieder sich Silver Shirts nannte, wurde 1933 von William Dudley Belly gegründet, einem rassistischen, antisemitischen Charakter, der das Naziregime und den Spiritismus sehr bewunderte. Guy Ballard bewegte sich also durchaus in kontroversen Kreisen und nicht alle von ihnen waren an den Hängen des Mount Shasta zu finden. Und die Kontroverse ging weiter. Im Jahre 1942, 3 Jahre nach Guy Ballards Tod, wurden Edna und ihr Sohn Donald wegen 18 Fällen von Postbetrug angeklagt, und zwar wegen der unbewiesenen Daten, die in einer Reihe ihrer Bücher und Broschüren in Bezug auf aufgestiegenen Meister, Lemuria, Mount Shasta und vieles mehr enthalten waren, das mit anderen Dingen zusammenhing. Und obwohl die beiden in allen Anklang verurteilt wurden, wurden die Verurteilungen in einem Fall, der sich als richtungsweisend erwies, wenn es darum ging, was im Namen der Religion gesagt oder veröffentlicht werden konnte oder nicht, ohne irgendeine Form von Beweisen zur Untermauerung solcher Behauptungen vorzulegen, schließlich auf dramatische Weise aufgehoben. Sie wurden schlechthin für die Taten, die sie getan haben, nie verurteilt. Unglaublich, oder? Und mehr als 80 Jahre nach seiner angeblichen Begegnung mit dem Graf Saint-Germain auf dem Mount Shasta veranstalten die Anhänger von Ballards Bewegung weiterhin jedes Jahr eine Veranstaltung auf dem Berg. Die Frage an sich ist natürlich noch nicht beantwortet, ob die Lemurier wirklich existieren oder nicht. Es bleibt wahrscheinlich immerhin ein Rätsel, aber es könnte einen kleinen Beweis dafür geben, was Phil Schneider damals erlebt hatte. Phil Schneider war ein geologischer Ingenieur und auch Architekt für Anwendungen im Bereich des Militärs sowie der Luftfahrt und soll beim Bau von Untergrundbasen mitgewirkt haben.
Er schilderte seine Erlebnisse seit Mitte der 90er Jahren öffentlich. Laut Phil Schneider existiert ein komplettes Netzwerk von Untergrundbasen in den USA, die zum Teil ganze Städte bilden würden. Diese Basen werden durch eine Reihe von Untergrundbahnen verbunden, auf denen Hochgeschwindigkeitszüge verkehren würden. Im Jahre 1979 war Phil Schneider an einer Baumaßnahme in der Wüste bei Dulce, New Mexico beteiligt. Zusätzlich zu den 1940 Betrieb genommenen Hauptbasis soll eine Hilfsbasis entstehen. Dort traf er auf Außerirdische und es soll zu einem Schusswechsel gekommen sein, bei dem er durch eine Partikelwaffe verstrahlt wurde und Krebs bekam. Die Aliens, die Phil Schneider beschrieb, hatten sehr viele Ähnlichkeiten und Eigenschaften mit den Lemurier, die er dort beschrieb. Also könnte es durchaus sein, dass sich dort unten etwas befindet, von dem wir uns fernhalten sollten. Vielleicht finden wir nicht immer durch diese Erzählungen und Geschichten die reine Wahrheit, aber wir können herauslesen, dass definitiv sich dort etwas befindet. Somit wären diese Reptiloiden oder Lemurier keine Außerirdischen, sondern eine alte Hochkultur, die schon vor sehr langer Zeit in Vergessenheit geraten ist. Wenn ihr natürlich mehr über Phil Schneider wissen wollt, dann gebt einfach bei YouTube Phil Schneider und Aliens und Dulce Base ein. Und ihr werdet dabei auf sehr interessante Videos stoßen, die vielleicht sehr informativ für euch sein könnten. Ja, meine lieben Mystery-Freunde da draußen, ich würde sagen, wir sind wieder am Schluss angekommen. Und wenn ihr wollt, hören wir uns das nächste Mal wieder. Und ich sage wieder auf meinem Dialekt her, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.